Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und wir blicken auf blühende Pracht in üppiger Ästhetik. Johann Knapp, der hochspezialisierte Blumenmaler, der im Sinne des Wissenschaftsdarstellens in tausenden Aquarellen sich mit dem Thema Tiere, Pflanzen, Blühendes aus exotischen Ländern beschäftigt hat, bekommt den Auftrag der Universität Wien im Andenken an einen ganz wichtigen Naturforscher, nämlich Nicolaus von Jacquin, eine Huldigung in Form eines großen, fast wie ein Fürstenporträt sich darstellendes Bild zu fertigen. Wo finden wir nun diesen Nicolaus von Jacquin, Botaniker, Arzt, Leiter des Botanischen Gartens, Haus tätig? Nun, Nicolaus von Jacquin auf dem Sockel, auf dem die Vase steht, als Büste und die kleinen Putti, die mit Blumenkränzen dem Naturwissenschaftler und Forscher ihre Huldigung darbringen. Das ist der erste ganz konkrete Hinweis auf das Thema des Bildes und eigentlich der Titel, der eingebaut ist. Wenn wir über die Pfingstrosen, über die altenglisch gefüllten Röschen, über die Strelizien unseren Blick über diese ganz fein ausformulierten Blüten gleiten lassen, bleibt dieser hängen. An höchster Stelle, an dem Zinnoberrot prächtig, fein gefiedert sich darstellen, der Justitia cristata jacquini, also jener Pflanze, die dem Naturforscher gewidmet ist, weil er sie entdeckt hat. Und damit ist er ein zweites Mal in diesem Werk referenziert und gezeigt, nein, besser noch benannt, über die lateinische Benennung der 24 Pflanzenarten und Ordnungen, die in diesem Bild gezeigt werden und dargestellt sind. Johann Knapp, der, nachdem er als an der Akademie der Bildenden Künste ausgebildeter, hochspezialisierter Blumenstillleben-Maler in einer Tapetenfabrik tätig ist, später dann für Johann Baptist Drechsler in dessen Atelier, auch ein hochspezialisierter Blumenmaler, tätig sein wird. Im Krankheitsfalle vertritt er sogar seinen Meister. Im Werk finden wir noch einen weiteren Hinweis im Sinne der Huldigung an Jacquin, nämlich neben diesem Bouquet, dem riesengroßen Blumenstrauß in all seiner Pracht und Fülle, eine Nische mit einer Urne. Karl von Linné, der schwedische Naturforscher, der als allererster ein neues System gefunden und entwickelt hatte, die uns umgebende komplexe Natur in ein Ordnungssystem hineinzupressen und damit dieses durchschaubar zu machen. Also Erkenntnis durch das Durchschauen der uns umgebenden Verhältnisse, die Natur verstehen, indem sie in eine Ordnung gebracht wird. Und diese Ordnung beinhaltet nicht nur das, was blüht und gedeiht, sondern selbstverständlich auch die Spezies der uns umgebenden Tiere. Das brasilianische, südamerikanische Krallenäffchen, ein Marmorset, in das Bild hineingesetzt. Unser Blick schweift über das Glas, in dem die Goldbrassen, die Goldfische dahintreiben, in unterschiedlicher Farbschattierung und Ausformung. Aber auch die Tiere des Meeres, die Krustentiere, bis hin zu den Reptilien, repräsentiert durch eine Eidechse, die zwischen den hingeworfenen Früchten des Feldes hockt, um sich zu sonnen. Und auch die Ordnung der Vögel, repräsentiert durch einen Gelbwangenkakadu, Kakadua sulfurata, der charmanterweise an einem europäischen stacheligen Brombeerzweiglein knabbert. Bis hin zu den zwischen den Blumen dahinschwebenden Schmetterlingen, damit auch die Gruppe der Insekten benannt ist, und
mit Nonchalance auf einem feinen Zweiglein sitzend, ein exotisches Vögelchen, ein Kolibri, der die Fremde, die Weite in unsere Lebensrealität hereinholt. Freuen wir uns gemeinsam auf ein Entdecken, auf eine Reise in die exotischen fremden Welten. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihren Besuch in den Häusern der Österreichischen Galerie Belvedere.